Das Schloss von Dracula, wilde Braunbären und mystische Wälder. Auf den Spuren von alten Legenden und malerischen Straßen reisen wir mit dem Auto durch Rumänien. Erinnert ein bisschen an den Hogwarts Express. Welcome to Romania. Wir wollen in den angeblich gruseligsten Wald der Welt. Die kommen auf uns zu. Echt jetzt? Ja, wir rutschen jetzt hier runter. Jetzt geht's ab. Ich glaube, in so starkem Nebel bin ich noch nie gefahren. Man sieht ja gar nichts. Wir werden hier mit einem unglaublichen Blick belohnt. Das schwerste Gebäude der Welt. Den Roadtrip starte ich mit meinen Freunden Benny und Max. Mein Name ist Valentin, man nennt mich auch Sarazar. Von der Region Maramuresch fahren wir über Transsilvanien und die Walachei knapp 1000 Kilometer zur Hauptstadt Bukarest. Wir freuen uns auf unverfälschte Natur, interessante Städte und neue Abenteuer. Bei unserer ersten Station auf dem Roadtrip fahren wir gleich mit einer schönen Dampflokomotive. Die wird noch wie in alten Zeiten mit einem Kessel betrieben. Da können wir uns die Natur hier im Norden ganz gemütlich anschauen. Ein Dreh. In der Region Maramuresch gibt es verwunschene Wälder und ursprüngliche Dörfer. Und wir sind hier, um genau das zu sehen. Da eignet sich so ein alter Zug doch perfekt. Mokanita heißt die Waldbahn übrigens und die erinnert ein bisschen an den Hogwarts Express. Es handelt sich hierbei um eine schmalspurige Strecke, die 56 Kilometer lang ist und auch von Waldarbeitern benutzt wird. Die Touristenzüge fahren nur eine Teilstrecke von Bischö-de-Sus bis zum Bahnhof Paltin, wo wir dann eine Rast einlegen und wieder zurückfahren. Pro Strecke ist man 2 Stunden unterwegs. Der Kessel wird übrigens mit Holz betrieben, also richtig oldschool. Das heißt, wir tuckern hier auch nur mit 15 km/h durch die Gegend. Wie der Nebel hier so zwischen den Bergen und über den Wäldern hängt, das sieht echt cool aus. Wir sind jetzt am Bahnhof Paltin angekommen. Hier gibt es jetzt kleine Grillteller für jedermann. Die Lok kühlt sich ab und wir wärmen uns auf. We show you Romanian dance. Der traditionelle Tanz gehört zum Programm des Zwischenstopps. So, jetzt geht's wieder zurück für uns. Für den Rückweg werden die Lokomotiven einfach umgedreht. Dass wir mal mit so einem alten Zug auf so einer schönen Strecke fahren, ist auf jeden Fall was Besonderes gewesen. Und ich stehe gerade noch vor einer viel größeren Lok, die wurde wahrscheinlich früher mal eingesetzt. Und für 25 € für insgesamt 6 Stunden Programm inklusive Essen kann man echt nichts sagen. Knapp eine Stunde von der Waldbahn Mokanita entfernt befindet sich der Ort Budest-Josani. Und der wurde uns vor allem auf der Zugfahrt ans Herz gelegt, denn der ist vor allem bekannt für seine Holzkirchen. Und überhaupt ist hier alles super traditionell. Echt cool, das mal zu sehen. Im Norden Rumäniens gibt es ca. 45 christlich-orthodoxe Holzkirchen. Die bei Budest-Josani ist besonders schön. Am nächsten Tag besuchen wir den Wald bei Strembo Bajut. Von den Holzkirchen dauert die Fahrt ca. 40 Minuten. Rumänien verfügt nach Russland über die zweitmeisten Primärwälder Europas. Genau hier wird die Natur sich selber überlassen.
Man findet über die Gegend nur ein paar coole Fotos, deswegen haben wir auch fast gar nichts geplant und lasst uns einfach mal durch den Wald treiben. In ganz Rumänien gibt es über 290.000 Hektar dieser Primärwälder. Der Strembu Baiut ist 250 Hektar groß, das ist immerhin über 350 Fußballfelder. Der Baum hier neben mir steht bestimmt schon mehrere hundert Jahre da und tief drin im Wald soll es Bäume geben, die über 500 Jahre alt sind. Die Urwälder gelten als die Lunge Europas und haben einen unschätzbaren ökologischen Wert. Das ist krass, wie die Natur diesen Baum wieder zersetzt und wieder neues Leben entsteht. Hier drin ist schon einfach Erde und überall wächst wieder Moos. Natur zur Natur. Der Wald besteht hauptsächlich aus Tannen, Buchen, Eschen und Kiefern. Und in höheren Lagen soll es auch Beeren geben. Die schauen wir uns aber später auf der Reise noch an. Wir verlassen Maramuresch und brechen nach Süden Richtung Transsilvanien auf. In Deutsch wird die Region auch Siebenbürgen genannt. Zu unserem nächsten Ziel, der Stadt Cluj-Napoca, brauchen wir etwas mehr als 2 Stunden. Welcome to Cluj. 325.000 Menschen leben in Cluj-Napoca. Das ist die zweitgrößte Stadt Rumäniens, die übrigens im 13. Jahrhundert von deutschen Siedlern als Klausenburg gegründet wurde. Wollen wir uns mal anschauen, was hier in der Stadt so los ist. Die Piața Unirii, schöne Gebäude, ein cooles Denkmal und die große Kirche St. Michael da vorne, eines der Wahrzeichen der Stadt. Da wird auch gerade eine Musikbühne aufgebaut für irgendein Konzert. In Cluj finden zudem jedes Jahr mehrere Festivals statt. Die meisten Einwohner nennen ihre Heimat nur Cluj, der rumänische Name für Klausenburg. 1974 hat der Diktator Nicolae Ceausescu zu Cluj das Napoca hinzugefügt, um auf den dakischen und römischen Ursprung der Region hinzuweisen. Der war bis 1989 Regierungsoberhaupt, aber alles andere als beliebt in der Bevölkerung und wurde am Ende sogar hingerichtet. Kein Wunder also, dass die Namensänderung dieser Stadt nur bedingt angenommen wurde. Geil, schaut euch das an, das sieht so lecker aus. In der Stadt gibt es diverse Gotteshäuser. Schön verziert ist auch die Franziskanerkirche, deren Bau im Jahr 1260 begonnen wurde. Valentin, der alte Hippie, hat uns jetzt ins Samsara Chill-Out Tea House verschleppt. Wie der Name schon sagt, kann man hier richtig gut die Seele baumeln lassen. Die Leute rauchen hier Wasserpfeife, es gibt Tee und wir genießen einfach mal das Ambiente. Besonders die Innenräume sind künstlerisch gestaltet. Nach einer köstlichen Tasse Tee besuchen wir den großen Park in der Nähe. Gerade noch von Festivals gesprochen, haben wir gerade zufällig das Weinfestival mitten im Central Park gefunden. Hier gibt es überall Wein, die Leute bauen gerade auf. Ich glaube, heute Abend geht hier richtig die Post ab. Dann müssen wir in den Horrorwald, ne? Naja, wir müssen leider in den Horrorwald. Hier diese Figuren, das habe ich noch nie gesehen. Das ist halb Mensch, halb Pferd und halb Neptun, so mit einer Schwanzflosse. Zentaurenfisch. Zentaurenfisch. Der Central Park ist eine Oase in der Stadt, in der man auch mal entspannen kann. Wahrscheinlich das genaue Gegenteil von dem, was wir heute noch vorhaben. Wir wollen nämlich in den angeblich gruseligsten Wald der Welt, der Hoia Baciu. Der Wald, um den sich diverse Legenden ranken, befindet sich direkt in der Nähe von Cluj. Spannend wird es aber schon auf dem Weg zu unserem Ziel. Oha. Ich hab dir gesagt, nimm einen anderen Punkt. Der Benny regt sich auf, weil wir aber an einen Schotterpistenweg fahren. Man hat schon Angst, stecken zu bleiben und die Nacht hier zu verbringen, im Gruselwald. Ich bin eigentlich am Driften. Das ist ein langer Drift. Leute, guck mal. Ja, es geht immer weiter. Rechts oder links? Rechts. Ich weiß Ja, nicht, aber das ist eher eine schlechte Entscheidung. Ich sag rechts zu weit hin. Oha. Schaffen wir das? Schaffen wir.
Bisher ist der Heuerwald noch relativ normal. Ganz im Gegensatz zu unserer Autofahrt eben, die war echt aufregend. Aber wir gehen hier gleich auch noch zu ein paar interessanten Stellen. Laut Berichten sind hier nämlich UFOs gelandet und Menschen verschwunden. Ein kleines Mädchen ist zum Beispiel zum Spielen in den Wald gegangen und kam erst 5 Jahre später wieder raus, ohne zu altern. Und ein Schäfer mit seinen 200 Schafen wurden bisher nie wieder gesehen. Boah, Alter, ist das ein Tier. Boah, Vorsicht, Benny! Oh mein Gott. Ich habe auch noch eine Geschichte für euch. Hier soll mal eine Frau einer Wandergruppe für kurze Zeit verschwunden sein. Und als sie wieder aufgetaucht ist, hatte sie in den Taschen Münzen aus dem 15. Jahrhundert. Den Trick würde ich auch gerne können. Grusel ist ja auch immer ein bisschen relativ und die meisten Geschichten sind wahrscheinlich sowieso erfunden. Aber wenn man hier ganz allein ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es einem ordentlich schaudert. Hier sollen die Aliens damals gelandet sein. Es ist wirklich einfach eine Lichtung mitten im Wald, komplett wie eine Linie gezogen. Hier wächst nur Gras, keine Bäume. Schon verwunderlich. Am Rande der Lichtung steht ein Baum und da hängen irgendwelche Bänder drin. Aber ob die zur Deko sind oder böse Geister vertreiben sollen oder ob man damit die Außerirdischen willkommen heißen möchte, wir wissen es nicht. Boah, da fährt irgendwer lang, oder? Komm auf uns zu. Die kommen auf uns zu. Echt jetzt? Was will man nachts mit einem Quad im Wald? Das erinnert mich an so Horrorfilme. Ich würde sagen, lass mal weitergehen. Wir ziehen noch ein bisschen durch den Hoya Baciu. Bis auf den angeblichen UFO-Landeplatz und viele krumme Bäume können wir aber nichts Außergewöhnliches feststellen. Also springen wir wieder ins Auto und versuchen den Wald zu verlassen. Wir haben jetzt gerade folgendes Problem. Und zwar, hier sind da vorne einfach riesige Löcher, Schlaglöcher oder sonst was. Und wir wissen nicht, ob wir da mit dem Auto drüber kommen. Ciao, Max. Ciao. Ich bleibe in dem gruseligsten Wald der Welt, kein Problem. Wir haben den Horrorwald und die 3 Stunden Fahrt überlebt und sind jetzt in Porumbaku und wollen gleich zum größten Gebirge von Rumänien, zum Foggaraș, und da eine Runde Canyoning machen. Wir haben ja immer Bock auf ein bisschen Action, gemeinsam mit unserem Guide Stefan. Hey! Hallo! So Freunde, jetzt geht's runter, ab ins Nasse. Ich bin richtig gehypt, ich habe richtig Bock. Ich glaube, das wird richtig geil. Der erste Sprung, jetzt geht's runter. Ready, steady, go! Alter. Macht mega Spaß, da runter zu springen. Jetzt hier durchs Wasser, das ist schon ganz schön frisch. Aber wir haben ja die Schwimmwesten und die Neoprenanzüge und die halten richtig warm. Beim Canyoning geht man durch Bergschluchten bzw. ein Flussbett und muss durch das Wasser, über Steine, rutschen runter und springen, wie ihr eben schon gesehen habt. Jetzt kommt die erste Rutsche, los geht's! Dann aber ab die Boss, Benny! Yeah! Ey, ich rutsch gar nicht! Alter! Sieht so geil aus mit diesem Baumstumpf, der umgefallen ist, und diese Schlucht, Alter, dieses Wasser, ich liebe das. Das ist richtig geil. Ja, wir rutschen jetzt hier runter. Jetzt geht's ab. War ganz schön viel Wasser in der Nase, aber ist ein geiler Sprung. Kostet auch ein bisschen Überwindung, muss man sagen.
bisschen kraxeliger hier. Ein riesiger umgestürzter Baum und das Moos fühlt sich an wie so ein Teppich. Richtig, richtig geschmeidig. Wirklich, ich bin echt geflasht. Snacks. Brombeeren. Ja, Mann. Stefan, thank you, man. I think the best thing here is you are isolated. You don't hear cars, people screaming at each other, so it's very perfect to connect with the nature here. Da vorne ist ein verlassenes Haus, so richtig ein Lost Place. Den schauen wir uns gerade auch noch mal an. Wie schnell sich die Natur so einen Ort zurückholt. Hier wuchern überall Pflanzen schon durchs Häuschen und überhaupt ist die Natur super schön hier. Das kann man echt mal machen. 50 € pro Person kostet so ein Canyoning-Trip. Für uns geht es jetzt noch eine Ecke weiter nach Transfagara-Shan. Soll eine super Strecke sein. Bin ich sehr, sehr gespannt. Liegt ungefähr ein Stündchen entfernt. Wir sind jetzt auf der Strecke Transfagara-Shan. Das ist eine sehr berühmte Serpentinenstraße, vielleicht eine der bekanntesten Straßen der Welt. Aber es ist sehr nebelig, wie ihr gerade seht. Wir müssen jetzt noch über den Berg rüber, mal gucken, wie der Blick dann wird. Ich glaube, in so starkem Nebel bin ich noch nie gefahren. Man sieht ja gar nichts. Wir sind aus dem Nebel raus. Hoffentlich haben wir jetzt eine gute Sicht. Der Blick ist unglaublich und wird durch den Nebel noch epischer. Die Strecke ist einfach der Hammer. Einzigartig. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Die Landschaft ist atemberaubend. Wir sind jetzt über den Berg drüber und es wird wieder nebeliger und haben uns gerade mega erschrocken, weil auf dem Handy kam eine Notfallmeldung und da steht, Bären sind hier auf der Strecke. Was ist da los? Was ist da los, Max? Bären. Und zwar keine Brombeeren, sondern richtige Bären. Da sind die Bären. Eine Mutter mit 2 Kindern scheinbar. Krass, dass wir das noch erleben. Wirklich beeindruckend. Wenn ihr Bären bei euren Roadtrips seht, bitte nicht aussteigen oder füttern. Die Tiere werden vor allem durch Müll und Essensreste an die Straße gelockt, was schon zu schlimmen Unfällen geführt hat. Unfassbar. Erst diese schöne Strecke und jetzt einfach nochmal Bären. Und dazu noch die kleinen Babys, die so unglaublich süß sind. Wir müssen jetzt aber weiter nach Schloss Bran zu Dracula. Drei Stunden sind wir von Transfagara-Shan nach Schloss Bran gedüst und hier soll Dracula gewohnt haben, zumindest laut dem Romanautor Bram Stoker. Und wenn wir schon mal in Transsilvanien sind, ist das ja fast ein Pflichtbesuch. Das Vorbild für den berühmten Vampir ist übrigens Vlad III. Der war einer der Herrscher der Walachei und hat im 15. Jahrhundert seine Kriegsgegner gepfählt. Der Dracula-Autor Bram Stoker ließ sich davon inspirieren und schuf so die bekannte Geschichte. Darüber findet man auf Schloss Bran bis auf ein paar kleine Räume und Infotafeln allerdings erstaunlich wenig. Bei unserem Besuch erfahren wir deutlich mehr über das Schloss und wie der rumänische Hochadel gelebt hat. Das hier ist die Folterkammer. Hier gibt es Streckbänke, eine eiserne Jungfrau und viele weitere Gerätschaften. Schon krass, was sich die Menschen alles antun. Da braucht es keine Vampire mehr. Vlad hatte den Beinamen Draculea, der Sohn des Drachen. Drak bedeutet auf Rumänisch allerdings auch Teufel. So oder so kein schlechter Name für einen Vampir.
Schloss Bran wirkt von außen definitiv wie die Residenz des Fürsten der Dunkelheit, wird im Roman jedoch anders beschrieben. Ein Ticket kostet 14 €, vor allem am Wochenende kann es sehr voll werden. Seit 1211 wurden auf der Fläche von Schloss Bran Festungen errichtet. Als erstes baute hier der Deutschritterorden, den haben wir ja schon in Polen kennengelernt, und später war es auch mal eine Königsresidenz. Zu den Themen bekommt man hier auch einige Informationen, zu Dracula aber eher etwas weniger. Sein Vorbild Vlad hat aber wahrscheinlich auch gar nicht hier, sondern irgendwo in der Nähe gewohnt. Und für uns geht es gleich weiter, wir fahren noch eine Stunde, denn morgen wollen wir in Buschteen wandern gehen. Der Wanderhut ist angezogen und der Benny hat uns hierher geschliffen, weil er meinte, dass es hier richtig cool sein soll. Genau, wir befinden uns in einem bekannten Wandergebiet, das Bucetsch-Gebirge, und gleich geht es zur Sphinx. Das ist ein Felsen, der erinnert an die berühmte Skulptur aus Ägypten. Aber es gibt auch noch einen Wasserfall zu entdecken und zum Gipfelkreuz wollen wir auch. I was open, now I'm hidden from the danger of his words. I have found a good position and I'll play for what he's worth and he will find. Die grünen Hügel hier und überall diese Steine dazwischen erinnert mich voll an die Highlands in Schottland. I will lift her love and I'll break your spirit. I will dig a hole and I'll... Fließendes Wasser sucht sich immer den schnellsten Weg. Und das sieht man hier eindeutig, wo das Wasser immer wieder lang fließt. Das ist ein richtiger Canyon schon fast. We're all just cynics coming down. Heftige Berge hier. Super cooler Wanderweg und da vorne sind auch gerade Schafe. Die gönnen sich ja ein leckeres Mittagessen und theoretisch, falls ihr das auch mal selber machen wollt und gar nicht so Lust habt, so lange zu laufen wie wir, gibt es auch eine Gondel. Dann ist der Weg zur Sphinx nur noch halb so weit. Es ist so anstrengend, die Luft ist so dünn, der Weg ist so steil und da hinten sehen wir ein Gipfelkreuz. Dieser Weg wird noch so lang. Voll in die Matsche getreten, einmal komplett drin versunken. Treibsand ist das. Das Wetter verändert sich immer mehr. Hier ziehen langsam Nebelschwaden auf, die den ganzen Berg in Wolken hüllen, auf fast 2300 Meter Höhe. Und hinter mir, da seht ihr verschiedene Steinformationen, unter anderem das Monument Babel oder Babel. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Sphinx ist durch Winderosion entstanden, über die Millionen von Jahren. Da sind wir an der Sphinx angekommen und man kann auch tatsächlich ein Gesicht erkennen. Allerdings nur von dieser Seite, ja, denn von der anderen ist es ziemlich abgebröckelt und es erinnert auch irgendwie an einen Totenkopf durch diese tiefen Augenhöhlen. Ist schon Wahnsinn, dass das nur durch Wind und Regen entstanden ist. Der Schleier des Nebels hat sich gelüftet und bietet uns einen richtig krassen Panoramablick. Hier laufen verschiedene Flüsse zu einem Wasserfall zusammen und das sieht echt episch aus. Ich kann mir vorstellen, wenn Winter ist und da richtig was runterspült, das muss ja der Oberknaller sein. Jetzt aber noch ein bisschen Fußmarsch. Wir wollen noch rauf auf den Gipfel. Wahnsinn. Diese unberührte Natur und diese Weitsicht ist auch immer so nice. Dieses Weitgucken fehlt mir in der Stadt oft. Boah, da müssen wir gleich hoch durch diesen zerklüfteten Fels, ey. Boah, Junge, Junge. Puh. Müssen wir übrigens nachher auch alles wieder zurücklaufen. Oh Mann.
Da sehen wir das Kreuz, das Ziel unserer Wanderung, die echt anstrengend war, aber wir werden hier mit einem unglaublichen Blick belohnt. Also falls ihr das mal selber machen wollt, schaut auf jeden Fall mal hier vorbei. Wir wandern jetzt zurück zu unserer Pension, wird noch eine ordentliche Nummer. Und dann werden wir morgen nach Bukarest fahren, der Hauptstadt, circa 2 Stunden mit dem Auto entfernt. Auf unserer Strecke sind die Straßen bis auf ein paar ländliche Ausnahmen absolut in Ordnung. Und gerade die Wildheit macht Rumänien irgendwo auch aus. Die Preise für Mietwagen sind eine Ecke günstiger als in Deutschland. Und auch beim Benzin spart man ca. 20% bis 30%. Bukarest wird wegen seiner Architektur auch Paris des Ostens genannt und ist ein klarer Kontrast zu den ländlichen Regionen. Mit Umland leben hier mehr als 2,2 Millionen Menschen. Immerhin mehr als 11,5% der über 19 Millionen Rumänen. Die Altstadt gefällt mir wirklich gut. Hier sind überall Bars, Restaurants und Clubs. Und auch die Gebäude sind total schön ausgebaut und restauriert. Liebevoll dekoriert ist das alte Kloster in der Altstadt, das im Jahr 1724 gebaut wurde. Das hat echt was hier. Es ist irgendwie ein totaler Ruhepol mitten in der Stadt und drumherum sind auch die ganzen anderen großen Gebäude. Der Uniri Boulevard führt rund 3 Kilometer zum Palast des Volkes, wo wir gerade hinspazieren. Eine riesige Straße mit unglaublich vielen Brunnen und Wasserspielen. Es gibt, glaube ich, wenige Orte auf der Welt, wo so viel Wasser mitten in der Stadt sprudelt. Der Palast des Volkes ist das schwerste Gebäude der Welt. Da drin befindet sich das rumänische Parlament und verschiedene Museen. Teile des Gebäudes sind aber auch ungenutzt, weil es einfach so riesig ist. Allein die Stromrechnung beträgt 1,7 Millionen Euro im Monat. Nicolae Ceausescu ließ damals für den Bau ein ganzes Stadtviertel abreißen. Fertiggestellt wurde es im Jahr 1989, kurz bevor der Diktator gestürzt wurde. Der Triumphbogen ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Stadt oft mit Paris verglichen wird. Und der Platz hier ist mit diesen sternförmig zulaufenden Straßen auch sehr ähnlich angelegt. Für uns gibt es jetzt ein paar typisch rumänische Gerichte. Hier haben wir verschiedenes Gemüse, genannt Zacusca und Vinete, ein Brei aus Aubergine und dazu eine rumänische Ente auf einem Bett aus Kohl. Richtig lecker, da freue ich mich gleich drauf. Und generell kann man sagen, sind die Preise für Unterbringung und Essen ungefähr 1/3 günstiger als in Deutschland, teilweise sogar nur die Hälfte, das ist regional etwas unterschiedlich. Und bezahlt wird in rumänischen RON bzw. auch Lei genannt. Und ich hau jetzt rein. Vor unserer Abreise haben wir es uns noch in einem schönen Park gemütlich gemacht. Das war unser Abenteuer in Rumänien. Das Land hat auf jeden Fall seine schönen Seiten, ist aber vor allem was für Touristen, die einen Erlebnistrip machen wollen, oder? Ja, manche Ecken hier waren noch nicht so für Touristen erschlossen, wie man das vielleicht aus anderen Urlaubszielen kennt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn das macht das Abenteuer umso größer. Und man kann hier unberührte Natur entdecken, urtümliche Dörfer erkunden und so einzigartige Roadtrip-Strecken fahren wie Transfagaraschan. Das waren ganz neue Erfahrungen für uns. Ja, und mein Highlight waren auf jeden Fall die frei lebenden Bären. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, sowas zu sehen? Und dann auch noch mit Jungen, die waren so süß. Das war einfach herrlich. War echt ein unglaubliches Erlebnis wieder. Falls dir unser Film gefallen hat, dann hau den Daumen nach oben und lass gerne einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.